Cooptiva ist ein europäisches Projekt. Das hat im September 2021 gestartet. Wir sind 27 Partner aus 12 verschiedenen Ländern. Wir haben auch sehr viele Industriepartner dabei. Und es geht darum, unterrepräsentierte Aquakulturen vermehrt in die Schweiz zu bekommen. Wir haben uns innerhalb von Aquascope auf 4 Kulturen spezialisiert. Das ist einmal der Hafer, also Speisehafer, dann die Nacktgerste, die auch sehr gesund ist, und dann haben wir noch Lupinen und Linsen. Wir haben uns für Hülsenfrüchte entschieden, weil die einen sehr hohen Proteingehalt haben. Und mit den neuen Trends hin zur pflanzlichen Ernährung macht es durchaus Sinn, dass man diese Kulturen wieder in den Feldern einbringt. Also wir stehen hier in einem Versuchsfeld, in dem wir den Mischanbau von Lupinen, die schmalbrettige Lupine, mit Hafer testen. Was hat es für einen Einfluss, wenn die Lupine im Reinbestand wächst oder zusammen mit Hafer? Mischanbausysteme sind vielversprechend. Einerseits unterstützt das Getreide die Hülsenfrucht und die Hülsenfrucht fixiert Stickstoff, der dem Getreide wieder zugutekommt. Und im besten Fall hat man dort ein System, wo man ohne Zusatzaufwand pro Fläche deutlich höhere Erträge erzielt. Auf der anderen Seite ist es auch nicht so ohne. Das müssen die Sorten, die müssen zusammenpassen, damit sie eben zur gleichen Zeit reif werden und dass die eine Kultur die andere nicht dominiert. Also der Landwirt muss eigentlich nicht groß umstellen, weil er kann das ist nicht Streifen aussaaten, sondern es wird in einer Reihe die beiden Kulturen gemeinsam wird da ausgesät. Also bei der Ernte muss er eben die Mähdrescher-Einstellung gut anpassen. Es ist ein Kompromiss zwischen Hafer und Lupine, dass man bei beiden so viel wie möglich Ertrag bekommt. Nach der Ernte ist es dann wichtig, dass die Getreideprodukte getrennt werden. Da gibt es Anlagen dazu, die das aufgrund von der Größe von den Erntenprodukten machen. Oder es gibt eben auch Lichtanlagen, die das dann unabhängig von der Größe voneinander trennen können. Beim Mischanbau zählt nicht nur der Ertrag, sondern auch die Qualität und die Gesundheit des Ernteguts. Deshalb untersuchen wir bei den Hülsenfrüchten unter anderem den Proteingehalt. Und beim Getreide prüfen wir, ob der Hafer oder die Gerste frei von schädlichen Pilzkrankheiten ist. Ein Vorteil der Mischkulturen ist, dass es wie eine Versicherung ist gegen Klimaextrem. Wenn die eine Kultur unter Wetterextrem leidet, springt die andere in die Bresche und liefert trotzdem solide Erträge.